aber vor allem auf das Thema Depressionen. Wirklich einfach festzustellen, hey, ich habe eigentlich keine psychischen Probleme. Mit mir ist psychisch eigentlich alles in Ordnung. Ich habe nur zu viel Schwermetalle. Und das war so eine Erleichterung, einfach so, okay, ich brauche keinen Psychotherapeuten oder ich brauche keine Gesprächstherapie oder irgendwas, ich brauche eine Schwermetallentgiftung. Ja, hallo liebe Maria, vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir hatten zusammen schon mal so ein wundervolles Telefongespräch und ich habe dir dann gesagt, du bist für mich eine Friedensbotschafterin. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ich freue mich auch total. Oh, ich freue mich auch so auf dieses Gespräch. Ich finde deine Geschichte so spannend. Es geht um Adrenalin, um Burnout, um Depression, alleinerziehende Mama, eine Geschäftsfrau, also alles in einem. Heute bist du Administratorin von der Facebook-Gruppe Ernährung nach Anthony William, Selleriesaft und Co. heißt die, und darüber haben wir uns auch kennenlernen dürfen. Ja, und alles andere lasse ich dich jetzt eigentlich erzählen. Vielleicht sagst du noch kurz, wer du bist und von wo du kommst, und dann tauchen wir einfach ein in deine spannende Krankheits- und Heilungsgeschichte ein. Ja, also ich bin die Maria und so wie die Priscilla schon gesagt hat, eben Moderatorin in der Facebook-Gruppe. Und ja, meine Geschichte. Ich komme aus dem Allgäu, ich lebe im Allgäu mit meinen 2 Mädels, bin alleinerziehende Mama, bin halbtags eben angestellt und ansonsten aber selbstständig. Und den ganzen Hintergrund, den erzähle ich euch jetzt einfach gern. Angefangen hat es eigentlich schon mit 15. Da war ich eigentlich relativ gesund, fit, schlank. Und damals hatte dann eine Freundin die Idee, Diät zu machen und abzunehmen und ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann habe ich gedacht, oh, super Idee, das mache ich auch. Obwohl ich vorher essen konnte, was ich wollte. Ich habe nicht zugenommen, ich war super schlank. Und dann ging eben das ganze Drama los. Damals Brigitte-Diät oder was es alles gab. Fitnessstudio, Fasten, halt alles, was es zu der Zeit einfach gab. Ja, wie du dir denken kannst, natürlich Jojo-Effekt. Das hat so weit geführt, dass sie nach ein paar Jahren eigentlich schon Esssucht hatte. Also, dass sie einfach, ich war so bis kurz vor der Bulimie eigentlich. Und habe natürlich immer weiter zugenommen durch die ganze Geschichte. Und das ganze Leben hat sich nur noch um Diäten, Essen, Kalorien gedreht und nichts anderes mehr. Und so war natürlich meine Jugend auch relativ geprägt von dem Ganzen. Dazu kamen dann eben immer öfter halt auch depressive Verstimmungen, bis ich dann irgendwie so Anfang 20 habe ich dann meine erste Psychotherapie gemacht, war in dem Bereich unterwegs. Also körperlich, wie gesagt, außer Übergewicht hat die sonst, damals ja gut die Schilddrüsenunterfunktion, aber sonst keine Probleme. Aber psychisch hat die einfach immer Probleme oder immer mehr Probleme. Ja, das ist auch so belastend, gell? War natürlich wirklich auch so habe mich völlig von dieser Welt unverstanden gefühlt, hilflos, allein. Irgendwie konnte mir keiner wirkliche Antwort geben, weder im Ernährungs-Diätbereich, also da war ich wirklich schon in diesem Hamsterrad drin und bin auch nicht mehr rausgekommen. Ja, und das ging dann also bis so, bis ich glaube so 28 war, und dann war wirklich so, dann habe ich dieses Buch damals gelesen, Schicksal als Chance, und diesen Satz, Druck erzeugt Gegendruck. Und dann habe ich von heute auf morgen wirklich, ich habe die Waage, Diätbücher, ich habe alles rausgeschmissen. Ich habe gesagt, okay, nichts mehr davon, wirklich. Und habe wirklich ein Jahr gebraucht, weil ich habe ja nur mal gespürt, ob ich Hunger habe, ob ich keinen Hunger habe, weil mein Essen hat sich nur hier abgespielt, nur in Kalorientabellen. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss wieder lernen zu spüren, wann habe ich denn Hunger, wann bin ich satt und all diese Dinge. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, und dann war das Gewichtsthema auch so ein bisschen, es war nun mal so vordergründig. Es war nie ganz weg,
Es Mhm. kam dann später wieder so in dieser gesunden Ernährung, so unter dem Deckmäntelchen, so in dieser spirituellen Entwicklung, Mhm. kam es dann wieder natürlich in der Au alles ausprobiert. Und da war natürlich so dieses, ja, nee, Gewicht, da stehe ich ja schon längst drüber, aber unterschwellig war es immer da. Unterschwellig war immer dieses Gefühl. Dann habe ich natürlich noch später einen Mann geheiratet, dem sein Idealbild natürlich auch eine super schlanke Frau war. Und das war ich halt nie, von Haus aus nicht. Und genau, also wie gesagt, da habe ich dann auch von grünen Smoothies, also immer wenn irgendwas auf den Markt kam, habe ich das sofort ausprobiert, vegetarisch, vegan, Rohkost. Später waren es dann eben die Geschichten wie Low Carb, Paleo, also Mhm. halt all diese ganzen Ernährungsformen. Ja. Und was aber dann entscheidend war, ich habe geheiratet, habe 2 Kinder gekriegt und meine Ehe war schon relativ schwierig Mhm. und habe da natürlich schon auch sehr viele Dinge erlebt und sag, wünsche ich eigentlich niemanden. Ja. Wobei das, wie gesagt, auch nicht als Vorwurf an meinen Ex-Mann, sondern wirklich einfach nur, okay, es war jetzt nicht schön. Mhm. Und genau, also wie gesagt, dann die 2 Kinder und dann kam mit dazu eine ganz, ganz schwierige finanzielle Situation. Also in meiner Ehe, mein Mann oder mein Ex-Mann Künstler. Mhm. Eigentlich habe ich immer das Geld verdient. Also ich bin wirklich, ich habe meine Kinder gekriegt und bin eigentlich sofort wieder arbeiten gegangen. Also ich habe wirklich so Kinder erzogen, das Geld verdient, eigentlich alles versorgt und bis dann mein Ex-Mann eben ganz ausgezogen ist. Dann Mhm. kam natürlich ein kompletter Zusammenbruch und dann war ich Ja. natürlich, dann stand ich da wirklich mit 2 kleinen Kindern. Ich hab, Wie alt waren denn deine Kinder damals? die waren 5 und 2, also Oh, noch Baby. ziemlich klein, Ja. genau. Ja. Und also das war dann schon wirklich eine Extremsituation. Mhm. Und da habe ich natürlich immer Tage, Wochen gar nichts mehr gegessen. Also wirklich, das war dann Adrenalin pur. Ja. Und habe mich da dann aber auch so langsam wieder rausgerappelt. Mhm. Habe dann relativ schnell einen Job gefunden und wie gesagt, so langsam hat sich das Leben normalisiert. Aber als alleinerziehende Mama ist man halt einfach durchgetaktet. Du bist Mhm. einfach wirklich, wenn du das Geld verdienen musst und Kinder versorgen, man arbeitet 7 Tage die Woche. Da brauche ich einer alleinerziehenden Mama nichts erzählen. Ich denke, das kennt jede. Und dann kommt es immer nur darauf an, wie viel Unterstützung, wie viel finanzielle Unterstützung kommt. Und wenn die halt auch nicht da ist, dann wird es schwierig. Ja. Und jetzt war ich schon immer selbstständig. Also ich habe immer zusätzlich auch selbstständig gearbeitet, weil ich einen super kreativen Kopf habe. Also ich habe ständig irgendwelche Ideen und Kreativität ist hier einfach ständig da. Mhm. Ich habe dann damals in einem Verlag gearbeitet und da entstand die Idee, einen eigenen Kalender zu machen. Ich habe einen speziellen Frauenmondkalender gemacht, Mhm. sehr hochwertig und wollte den eigentlich, also mir ging es um die weibliche Kraft. Mhm. Und also wie gesagt, war super aufwendig und habe damals eben sogar als alleinerziehende Mama ohne Sicherheiten von der Bank ein Existenzgründerdarlehen gekriegt und habe das dann gemacht, habe aber da schon immer mehr Symptome auch gehabt. Also in der ganzen Zeit auch, wie gesagt, immer wieder diese depressiven Verstimmungen, immer wieder. Und ich habe eben wirklich so in diesem, also was viele auf dem Anthony William Weg sehen, immer so, die gehen von einem Arzt zum anderen. Ja. Ich war bei einer spirituellen Beratung, alles, was es an Angebot gab, um Blockaden aufzulösen, um Mindset zu Mhm. verändern, habe ich alles durchgemacht, wirklich alles, was Familienstellen. Familienstellen, Ja. Coaching, ähm, also alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Es hat leider irgendwie, manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, es ist eigentlich immer schlimmer geworden statt besser. Ja. Ja, vielleicht, weil Und die Sachen so angeraut werden, aber man hat genau. noch nicht diese Stabilität, dann wirklich damit umzugehen oder da wirklich in die Tiefe zu reinigen, weil das System so überlastet ist.
das habe ich dann eben später, und das war für mich wirklich so heilsam, das von Anthony William einfach zu verstehen, dass Ja. man, solange der Glukosespeicher im Gehirn nicht ausreichend da ist, kann man diese Sachen nicht auflösen, weil dann einfach dieser Selbstschutz vom Körper da ist. Und ich habe natürlich schon versucht, genauso wie das, und ich habe immer auch so die Parallele gesehen, auch damals in dieser Diätzeit. Mhm. Eigentlich habe ich da in diesem finanziellen Bereich das Gefühl gehabt, das war der gleiche Jojo-Effekt wie bei den Diätgeschichten. Ja. Also ich habe echt gedacht, so hey, das gibt's halt. Je mehr ich versuche, das irgendwie aufzulösen. Und das sehe ich heute eben so, wenn Anthony einfach sagt, zu sehr pushen. Einfach zu sehr den Körper auch zu sehr pushen. Ich meine, ich habe ja meinen Körper wirklich komplett überfordert. Also wirklich nur noch mit Arbeiten, nur noch Stress. Also es war Dauerstress. Ja. Dadurch natürlich halt wirklich auch immer wieder depressive Phasen, immer wieder so totale Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, einfach so, oh nee, es fühlt sich einfach nur schwer an. Mhm. Und dann kam eben mein Burnout. Dann war wirklich einfach so 2016 dann endgültig Burnout. Ich konnte nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin da gesessen, ich habe meine Finger nicht mehr an die Tastatur vom PC gebracht. Ich war völlig am Ende. Ja, das ist so beeindruckend, das sieht man auf deiner Homepage, habe ich auch deine Geschichte gelesen, wenn man sich dieses Bild vorstellt, wie du ja ein eigenes Unternehmen hast, diesen Verlag, und du sitzt vor deinem Computer und du merkst, du kannst deine Finger nicht mehr bewegen. Und das anfangs über Stunden, dann Tage und dann Wochen. Ja. Also das ist zusätzlich, muss das so eine schwere Belastung gewesen sein. Das kann man sich kaum Ja, und dann vorstellen. halt, wie gesagt, ständig dieses, ähm, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich meine Rechnungen, über Jahre wirklich wieder, oh Gott, wie zahle ich das jetzt wieder, wie zahle ich meine Kinder ihren Schulausflug, also wie gesagt, all diese Dinge, und das halt wirklich über Jahre. Und da war dann wirklich einfach, und ich war zu der Zeit, war ich komplett selbstständig. Also da war nichts mit Krankenversicherung oder irgendwas, sondern ich war komplett selbstständig. Das heißt, ich konnte mir gar nicht erlauben, irgendwie in eine Kur oder irgendwas zu gehen. Es wäre einfach nicht gegangen. Ja. Und ich habe dann damals aber das Glück gehabt, dass ich in der Schule anfangen konnte, in der meine Kinder auch sind, in der Montessori-Schule in der Verwaltung. Und das war eigentlich so meine Rettung. Und da war ich wirklich einfach so, ich habe quasi den Sommer noch gehabt, konnte mich 4 Wochen wirklich erholen, war wirklich 4 Wochen einfach nur viel draußen, viel in der Natur und habe dann da angefangen zu arbeiten. Natürlich ist dann alles über mir zusammengebrochen, so das ganze Finanzielle. Ich konnte natürlich das Bankdarlehen nicht mehr zahlen. Also wie gesagt, das ging dann ziemlich weit bergab und es war natürlich schon einfach eine super, super stressige Zeit. Also der Gang zum Briefkasten, das war der reine Horror. Okay, was gibt es heute wieder für eine Mahnung? Was haben wir heute wieder? Irgendwelche dritte Mahnung, Inkassobüro und so weiter. Also es war schon super extrem. Mhm. Und ja, und trotzdem war so innerlich war immer etwas, das mich trotzdem sehr getragen hat. Also es war dennoch so innerlich, ich habe immer gespürt, es ist in Ordnung, und das Äußere war natürlich Vollkatastrophe. Und natürlich war ich natürlich oft auch, wie gesagt, in totalen Depressionen, weil ich einfach gedacht habe, boah, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie soll ich denn da jemals wieder rauskommen? Mhm. Ja. Und dann war es eben so, also wie gesagt, ich habe dann eben angefangen in der Schule und das hat mir eine totale Stabilität gegeben. Also wie gesagt, ich habe einfach mal regelmäßiges Einkommen wieder gehabt. Ich musste meine Kosten komplett runterfahren. Also ich habe aber ein Jahr lang keine eigene Wohnung gehabt. Da habe ich bei meiner Schwester dann gewohnt mit meinen 2 Kindern. Also habe keine eigene abgeschlossene Wohnung gehabt. Und das war natürlich super spannend, weil das war in der Zeit, wo ich Anthony William kennengelernt habe, wo ich die Bücher angefangen habe zu lesen. Und das war für mich wirklich so, ich habe das zu der Zeit natürlich, war es für mich so, erstmal das Abnehmen, okay. Also das andere habe ich ja alles, das kam ja erst viel später. Aber es war das erste Mal irgendwie, boah, das macht für mich Sinn. Das macht total Sinn. Das ist alles irgendwie völlig logisch, und habe dann aber auch das erste Mal nicht sofort 100% alles umgesetzt.
Weil normalerweise bin ich jemand, ich bin von irgendwas begeistert. Wenn ich jetzt von Rohkost begeistert bin, dann mache ich ab dem nächsten Tag 100% Rohkost. Weil ich denke, das ist jetzt das Nonplusultra. Habe ich diesmal nicht gemacht, sondern diesmal habe ich es wirklich so ganz, ganz langsam, Step by Step gemacht. Habe wirklich dann einfach mit Zitronenwasser, Selleriesaft angefangen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt war das in der Zeit, in der ich eigentlich keine eigene Küche gehabt habe, ich bei meiner Schwester gelebt, die natürlich damit überhaupt nichts anfangen kann. Für die das natürlich völlig, wie kann man sowas essen, wie kann man sowas trinken? Wischet mal irgendwas Vernünftiges essen. Also da kamen die ganzen Geschichten mit dazu, natürlich einfach da einfach überhaupt keinen Zugang hatte. Und ja, es war eine Herausforderung. Aber Und wie war das denn für dich? Hattest du so ein inneres Gefühl, was dir sagte, das ist die Wahrheit, oder war es eher ein routiniertes Ausprobieren, weil du das schon oft gemacht hast, etwas Neues angefangen? Wie war so dein Gefühl? Nee, das war wirklich dieses innere Gefühl, und das ist das, was Anthony William immer sagt, die lebendigen Worte. Dass es einfach lebendige Worte sind, und ich finde, man spürt die Wahrheit drin einfach. Du liest es, und selbst wenn das habe ich eben ganz oft, ich beschäftige mich jetzt seit 2018 täglich damit, weil das war für mich immer wieder, wenn so ein Punkt war, wo irgendwie Entgiftung war oder wo so, da geht irgendwie nichts vorwärts. Sobald ich irgendetwas lese, sobald ich ein Video höre, ist sofort wieder dieses warum mache ich das? Und dann mache ich das weiter. Und das hat mich immer wieder getragen durch die ganze Zeit. Also immer wieder ein Buch lesen, einen Abschnitt lesen, ein Video hören. Ja. Also ich finde, das trägt einfach total. Ja, weil es auch so Sinn ergibt. Also man liest ja die Sachen oder hört sie und man erkennt sich wieder. Und ich sage immer, wir haben ja diese Körperintelligenz, natürlich jeder in uns. Und wenn ich spüre, dass die irgendwie mitschwingt und ich merke, ja stimmt, das ist meine Leber und ich spüre diesen Ablauf, dann bin ich so im Einklang mit meinem Körper. Und das Schöne daran ist ja, dass man wirklich so einfache, praktische Angebote bekommt, die man einfach umsetzen darf. Es ist ja nicht, dass man sich irgendwie ein Bein ausreißt. Genau. Ja, und das Schöne ist einfach auch, dass also für mich waren es halt wirklich einfach auch Antworten. Es waren Antworten vor allem auf das Thema, zum einen natürlich Gewichtsprobleme, und wobei das jetzt nicht so vordergründig war. Es war immer so, ja, okay, das wäre ganz nett, aber das ist jetzt nicht das vordergründige Thema. Aber vor allem auf das Thema Depressionen, wirklich einfach festzustellen, hey, ich habe eigentlich keine psychischen Probleme. Mit mir ist psychisch eigentlich alles in Ordnung. Ich habe nur zu viel Schwermetalle. Und das war so eine Erleichterung, einfach so, okay, ich brauche keinen Psychotherapeuten oder ich brauche keine Gesprächstherapie oder irgendwas, ich brauche Schwermetallentgiftung. Und das hat natürlich wirklich mit der Zeit einfach viel mehr zu dieser emotionalen Stabilität geführt, also immer mehr zu diesem, einfach, okay, das ist mein Weg, und mir nur mal so leicht von außen irgendwie umkippen zu lassen. Also wirklich auch so, wirklich immer mehr dieses Standing zu haben, ich gehe diesen Weg und der muss für niemand anderen stimmen. Und ich habe das erste Mal, sonst früher war ich immer so, wenn ich irgendwas gemacht habe, war ich total begeistert und habe gedacht, das muss jetzt jeder machen. So dieses, heute ist es so, ich mache den Leuten das Angebot und sage denen, wenn es jemand interessiert, erzähle ich das gern. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, trink mal Selleriesaft, mach dies, mach das, mach jenes. Sondern das wirklich, entweder man hat den Zugang oder man hat ihn eben nicht. Und natürlich, wie gesagt, deswegen kann ich das gut nachempfinden, wenn auch in den Gruppen ganz viele immer schreiben, dass es so schwierig ist mit der Familie, die das alles halt für ziemlich schräg halten. Und wie gesagt, du hast ja auch ein tolles Video mit deinem Mann gemacht, finde ich auch super klasse, wenn man einfach die Sicht mal von den anderen sieht. Ja. Also bei mir war es jedenfalls so, ich bin halt eben, wie gesagt, habe dann eben ein Jahr lang bei meiner Schwester gewohnt und in der Zeit eben Anthony William angefangen und habe dann eben für mich halt Rezepte gesucht, weil ich einfach gedacht habe, irgendwie eben auch Brain Fog, ganz am Anfang, du kannst dir das nicht merken, du hast es gekocht und am nächsten Tag, oh, wie habe ich das gemacht, was muss ich da alles reintun? Ja.
Und dann habe ich angefangen Das eben ist die Schwierigkeit, gell? Die Sachen wären eigentlich einfach, aber weil man in dem Moment so erkrankt, so erschöpft ist, der ganze Körper voller Adrenalin, dann nur sich neue Routinen anzugewöhnen, das ist echt eine große Herausforderung. Ja. Und wie hast du das gemacht? Das würde mich jetzt echt interessieren. Äh, wie ich es umgesetzt habe oder die Rezepte meinst du jetzt? Genau. Also ich habe halt dann wirklich für mich selber, nachdem ich eben, wie gesagt, ich habe auch eine Zeit lang habe ich, Webseiten erstellt, also dadurch, dass ich halt immer auch sehr kreativ bin und mir das auch immer wichtig ist, habe ich da angefangen, eben auf meine Webseite die verschiedenen Sachen einzustellen, eigentlich für mich selber, dass ich da nachschauen kann. Morgenroutine, dann Heavy Metal Detox Smoothie, okay, dann eben die Nebennieren-Snacks, also all diese Dinge. Dann habe ich mir Listen gemacht, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Und das ist natürlich sehr gewachsen. Ich bin ja anfangs sehr einfach halt als Mitglied in diese Facebook-Gruppen und habe immer wieder, weil es ist ja ein super umfassendes Wissen. Und ich habe ja auch das Glück gehabt, wo es noch gar nicht so viele Bücher gab, sodass quasi jetzt sind es ja schon wahnsinnig viele Bücher. Da muss man erst mal schauen, was lese ich denn als erstes. Genau, das ist auch eine Herausforderung. Was würdest du sagen, als erstes zu lesen? Medical Medium ist für mich immer so dieses Einsteigerbuch. Ich finde, das erklärt einfach wirklich die Basis. Und dann kann man einfach schauen. Also ich habe anfangs auch zum Beispiel, habe ich mir relativ bald das Medical Food gekauft. Da kannte ich anfangs gar nicht so viel damit anfangen. Jetzt ist es mein Lieblingsbuch. Jetzt ist es wirklich so mein Lieblingsbuch, weil für mich natürlich auch das Thema Spiritualität in dieser ganzen Geschichte immer klarer geworden ist, worum geht es eigentlich in dem Ganzen. Ja, und damit meinst du, welche, wie sagt man dem, welchen Einfluss eine Frucht auch auf unsere Psyche haben können. Das meinst du damit, gell? Das ist da schön aufgelistet. Den Zugang wiederfinden, dass wir den Zugang und die Wertschätzung für Obst und Gemüse wiederfinden und einfach dieses, wenn ich einen roten Apfel esse, das habe ich doch vor Anthony Williams, da habe ich halt einen Apfel gegessen, habe vielleicht noch im Kopf gehabt, naja, das ist ganz gesund, aber eigentlich hat er ja viel zu wenig Vitamine und eigentlich brauche ich noch Nahrungsergänzungen. Und heute sehe ich das komplett anders. Heute bin ich total dankbar über jeden einzelnen Apfel, den ich esse, weil das so, ich weiß, das tut meinem Körper so gut. Ja. Und da wieder hinzukommen, das ist das, warum für mich dieses Medical Food so wertvoll ist. Und rückblickend natürlich, das was Anthony ja immer sagt, ist dieses, dass wenn Menschen einfach so große Herausforderungen haben, ob es Krankheiten sind oder bei mir jetzt eher wirklich halt in anderen Bereichen, dass dieses Gold der Seele wächst, dass dieses Gold der Seele einfach mehr wird. Und das habe ich kürzlich auch wieder gehört, so, dass eben Menschen, die halt so große Herausforderungen haben, die haben so wirklich dieses Gold der Seele, dieses innere Leuchten. Und das sehe ich heute einfach auch so. Und da ist wirklich nochmal das tiefer zu verstehen und eben in Medical Food, wenn er das einfach beschreibt, dass Obst und Gemüse 2 Sorten von Wasser enthalten und dass speziell dieses Kofaktor Wasser für die Heilung der Seele ist. Weil eben da beschreibt, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, schreibt er das auch schön, dass Menschen, die einfach große seelische Verletzungen haben, sind eigentlich die Suchenden. Und da gehöre ich mit dazu. Also wirklich diese ewig Suchenden und dass es wirklich auf diese Verletzungen der Seele eigentlich zurückgeht. Ja, ja, das ist interessant. Ich bin ja sehr, sehr christlich aufgewachsen und ich habe mich aber nie als Gläubige gesehen, sondern immer als Suchende und Fragende. Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall ging es bei mir halt dann so weiter, dass sie wirklich einfach diese Rezepte, die wurden dann immer mehr, es waren so ganz einfache, das waren wirklich so Sachen, dass sie wirklich einfach, weil ich bin ja arbeiten gegangen, meine 2 Kinder, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt und mein Budget war natürlich auch noch überschaubar, also ich muss natürlich schon schauen, okay, wie komme ich jetzt damit irgendwie klar, und habe dann eben halt angefangen,
die Rezepte zusammen, habe sie online zu stellen, auch für Bekannte, die sich interessiert haben, weil die immer wieder gefragt haben, oh, wie mache ich das, wie mache ich das? Und dann habe ich denen eben den Link geschickt und habe gesagt, schau da einfach mal nach. Und dann kamen halt immer mehr Fragen, ob man das auch kaufen kann. Dann habe ich erst gedacht, naja, ich könnte ja so eine kleine Broschüre irgendwie draus machen. Aber natürlich, ich bin auch ein Ästhet, also ich mag Dinge immer einfach auch schön. Und dann ist halt eigentlich so ein erstes Rezeptbuch daraus entstanden. Und so in diesem ganzen Tun, es war natürlich schon auch, wie gesagt, weiterhin die Schwierigkeiten von außen, so mein Umfeld, meine Familie, die einfach gesagt hat, jetzt bist du mit dem Verlag quasi schon gescheitert, will ich dasselbe jetzt nochmal machen, also all diese Dinge. Ja. Aber ich habe einfach gewusst, ich muss das machen. Das war wirklich so, ich mache das jetzt einfach. Und so war ich dann irgendwann da gesessen und habe mir gedacht, wow, jetzt bin ich wieder mitten in dem, was ich eigentlich am allerliebsten mache. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Verlag. Wie heilsam, oder? Bitte? Wie heilsam, dass in deiner körperlichen Reinigung auch dieses Trauma, nämlich ein Business, das bankrott geht, dass wieder etwas daraus entstehen darf und wachsen darf und dass es nicht ist, es ist etwas und man hat das irgendwie verdrängt und das ist wie eine dunkle Zeit, sonst nein, du hast da so viel gelernt, auch bei deinem ersten Verlag, dass du da darauf aufbauen konntest und dann war es wirklich deins, diese Ernährung, deine Rezepte und dass da dann so was Schönes entstehen darf, das an sich ist auch so heilsam, das freut mich so. Das war für mich so total heilsam und ich war so dankbar und ich bin immer noch Anthony Williams so dankbar, weil das war jetzt nicht die Idee, ich mache jetzt einen Verlag, sondern es ist einfach entstanden und erst mitten im Tun habe ich realisiert, wow, ich mache ja wieder das, was ich so wirklich aus dem Herzen raus einfach mache. Das, so wie du deine tollen Videos machst, war für mich dieses, wow, ich habe wieder einen Verlag, ich kann wieder kreativ sein, ich kann meine Kreativität wieder nach außen bringen. Ja. Und das ist für mich eigentlich so meine Heilung. Und da gibt es auch noch, wie gesagt, das ist auch weiter am Wachsen und ich bin wie bei allen 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück. Und dennoch einfach dieses Gefühl von getragen sein. Also wirklich einfach so total getragen sein und immer wieder auch zu merken. Und mein Fokus war natürlich schon immer das Thema Adrenalin dann, weil wenn ich es einfach rückblickend nochmal sehe, hat es im Prinzip in meiner Jugend angefangen mit diesen ganzen Diäten, mit Fasten, was halt alles komplett Adrenalinthemen sind. Dann, wie gesagt, kamen eben die depressiven Phasen. Willst du das noch einmal erörtern, warum die Diäten Adrenalinthemen sind, was da körperlich abläuft? Also das ist so, dass zum einen, wenn der Körper eben längere Zeit nicht zum Essen kriegt, wie jetzt zum Beispiel beim Fasten, dann schüttet der Körper bzw. die Nebennieren produzieren Adrenalin aus, weil der Blutzuckerspiegel fällt. Und jetzt kommt natürlich dazu bei diesen ganzen Diätthemen, also je nachdem, was es für eine Diät ist. Damals, also beim Fasten, ist es halt einfach dieses lange Zeit nichts essen, wobei auch Anthony ganz klar sagt, er ist jetzt nicht grundsätzlich gegen Fasten. Aber ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit, das Fasten kommt aus meiner Sicht aus einer Zeit, wo die Menschen nicht diesen ständig hohen Adrenalinspiegel hatten. Genau, dieses Funktionieren müssen. In der Fastenzeit war auch immer eine Zeit der Entschleunigung, aber die können wir uns nicht geben. Nein. Nicht als Schülerin, nicht als Berufstätige, nicht als Studentin und schon gar nicht als Zweifachmama. Genau. Und deswegen denke ich, ist Fasten heute nur für jemand geeignet, der sich völlig zurückziehen kann, aber auch schon vorher nicht dieses ständige Adrenalin-Thema hatte. Ja. Und jetzt kommt natürlich bei dem ganzen Essensthema mit dazu. Es ist zum einen eben halt das lange Zeit nichts essen produziert Adrenalin. Dann natürlich bei mir damals eben, das ging ja dann eher in Richtung Esssucht. Dann kommen eben dieses Overeating, also einfach viel zu viel essen.
produziert Adrenalin, zu viel Fett, zu viel Salz. Also all diese Dinge ist immer ein Adrenalin-Thema. Dann kommt natürlich dieser emotionale Stress mit dazu, so dieses, ich muss doch das jetzt schaffen. Und dann am nächsten Tag stellst du dich auf die Waage und du bist wieder völlig enttäuscht, du bist wieder völlig am Boden, hast wieder Adrenalin. Also du kommst aus diesem ganzen Ding gar nicht mehr raus. Und also bei mir hat es Gott sei Dank vor der Bulimie aufgehört, weil da habe ich dann einfach gemerkt, nein, also jetzt ist einfach ein Punkt erreicht, das geht so nicht mehr weiter. Ja. Aber für die halt wirklich dann einfach in Richtung Bulimie schon gehen, da ist halt wirklich jedes Mal dieses wirklich wieder auskotzen, ist schon kompletter Adrenalin hoch im Prinzip. Ja. Und deswegen ist das natürlich diese ganzen Ernährungsthemen, muss man immer das Adrenalin mit berücksichtigen. Und von daher kommt natürlich auch meine Adrenalinsucht schon, die dann... Wie hast du das gemerkt, deine Adrenalinsucht? Wie hat sich die bemerkbar gemacht? Ich kann es nur heute rückwirkend als Adrenalinsucht sehen. Das habe ich natürlich damals nicht verstanden. Und es ist natürlich so, dass diese Adrenalinsucht tatsächlich in verschiedenen Phasen immer wieder dazu geführt hat, diese wirklich, wie sagt man da, man sagt manchmal Brain Fog, dass man einfach Workaholic, also einfach, ich habe mich wirklich zum totalen Workaholic entwickelt. Immer wieder auch. Und die Frage wirklich, wie viel Drama ich mir unbewusst erschaffen habe, um an Adrenalin zu kommen. Also das ist wirklich einfach rückwirkend. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mit meinem Ex-Mann heute ein sehr gutes Verhältnis. Also das ist alles auch, hat sich heute in eine wirklich gute Richtung entwickelt. Aber das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ich habe zum Beispiel, also ich war ja sehr in dieser spirituellen Szene unterwegs und war ja sehr in diesem, ja, man muss sich doch auch nach der Trennung gut verstehen und man muss doch auch weiterhin und diese Kinder und überhaupt. Und ich habe das gelebt, aber es hat nicht gestimmt. Also es war so innerlich, war eigentlich war was völlig anderes. Aber so nach außen hin, ja, ich vergebe ihm alles und es war halt so. Und dann kam in dieser Zeit, in dieser Entgiftung von Anthony William, kam einfach eine Phase, wo all diese Emotionen hochkamen, die ich damals völlig unterdrückt habe. Von Wut, Verzweiflung, von allem. Und dann kam die Phase, wo ich mit ihm und seiner jetzigen Frau einfach, ich konnte die nicht mehr sehen. Ich habe die völlig abgelehnt. Habe aber gewusst, also irgendwie habe ich schon realisiert, so, okay, das ist jetzt die Entgiftung, aber zwischendurch, wenn du in dieser Emotion drin bist, dann unterscheidest du nicht mehr, ist das jetzt alt oder ist das jetzt? Ja, weil es ist jetzt, weil es nochmal durch dein ganzes System geht, ist alles präsent. Und noch kurz, wie würdest du Menschen ermutigen, die jetzt mitten in dieser Entgiftung sind und spüren, dass sie so eine Unruhe haben und dass das alles, was früher mal war an Emotionen und Traumata und Adrenalin, dass es nochmal alles durch ihren Körper schießt? Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, was hilft? Also helfen tut natürlich auf körperlicher Ebene wirklich einfach die Lemon Balm, also Zitronenmelisse, das B12, also Ashwagandha, all diese Dinge, um wirklich einfach das Körperliche ein bisschen zu unterstützen. Und dann natürlich die Meditationen von Anthony William. Super, super wichtig. Ihr habt ganz viele von diesen alten Emotionen durch diese Meditationen loslassen können auf eine ganz sanfte Weise. Also die kommen schon nochmal hoch, aber die sind nicht mehr so in diesem Extrem. Und wie gesagt, okay, die waren bei mir schon teilweise auch in diesem Extrem. Wenn ich meinen Ex-Mann und seine Frau gesehen habe, da habe ich echt gedacht, boah. Und das war natürlich schwierig, weil das war für meine Kinder war es schwierig in der Zeit. Für die war natürlich so, was ist denn jetzt los? Also wie gesagt, wir sind so, also ich habe auf Zeiten geschaut, wenn ich die nur gesehen habe. Und ich konnte dann aber irgendwann meiner Tochter auch erklären, du weißt was, das hat eigentlich nichts mit denen jetzt zu tun, sondern das ist einfach
meine Verarbeitung von dem, was damals passiert ist. Und dann war es für sie okay. Dann Ja. war sie wirklich, war alles gut. Und nachdem das durch war, dann konnte ich wieder langsam auf sie zugehen und heute merke ich, heute ist es wirklich, aber aus der Tiefe raus bereinigt. Ja. Und das ist eben der Unterschied zwischen dieser spirituellen Vorstellung von, naja, man muss ja vergeben und so weiter. Und natürlich einfach da halt einfach das Adrenalin-Thema verstehen, dass wenn wir Trauma erleben, wenn wir schwierige Situationen erleben, wird Adrenalin ausgeschüttet. Das ist gekoppelt mit dieser Emotion in diesem Moment und die Leber lagert dieses Adrenalin ein, um Ja. uns zu schützen mit dieser Emotion. Ja. Und durch die Entgiftung kommen einfach diese alten Emotionen nochmal hoch. Mhm. Und da ist erstmal gut, das wirklich einfach auch zu wissen, sich wirklich auch viel mit Anthony William und dem Wissen zu beschäftigen. Und natürlich meine Lieblingsmeditation, die Sonnenuntergangsmeditation, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Wirklich Vertrauen, 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 weil wir haben alle so viel Verletzungen erlebt. Auch eben in diesen, ich sag vor allem in diesem, wenn jemand viel Diäten gemacht hat. Du machst eine Diät nach der anderen und denkst jedes Mal, das ist es jetzt. Und dann erlebst du die Enttäuschung hinterher, es hat wieder nicht funktioniert. Ja, obwohl man Und alles gegeben hat. genau, Ja, ja, genau. Und deswegen sind für mich diese Meditationen, die sind so unscheinbar, die sind so gar nicht aufwendig. Also die brauchen 5 Minuten. Aber die sind so effektiv, wenn man die einfach wirklich regelmäßig macht und natürlich auch ganz viel mit den Engeln arbeiten. Also ganz viel mit den verschiedenen Engeln, auch Engel der Vergebung, sich selber zu vergeben, dass man eben nichts falsch gemacht hat. Und das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Botschaften von Anthony, wirklich einfach so, hey, du hast nichts falsch gemacht. oh ja, Zu keinem Zeitpunkt. ja, ja. Genau. Wow. Also da hast du wirklich die ganze Palette abgedeckt und was ich an deiner Geschichte so besonders schön finde, ist, dass du zurück in deine Berufung gekommen bist. Also dieser Traum, den du hattest in deinem Herzen, der zu einem gewissen Zeitpunkt nicht stattfinden konnte, durftest du mit der Heilung dann verwirklichen. Ja. Also nicht mal nach der Heilung, sondern dieser Lebensstil ging Hand in Hand mit dem, wer du eigentlich innerlich bist. Und ich sage immer, etwas, was uns auch enorm krank macht, ist das Leben gegen das Grundnaturell, sich verbiegen, ja, anders sein zu wollen. Und dass du das gefunden hast, körperlich, aber auch geistig und seelisch, dass du dich gefunden hast und jetzt so ein starkes Fundament hast, wo jetzt alles wieder möglich ist. Alles hat sich neu geordnet und es ist wieder möglich. Das ist so wunderschön. Vielen Dank, wirklich. Ja, also das ist für mich wirklich auch immer wieder total faszinierend, welche Wege es gehen kann. Und es kommt alles wieder. Also es kommt wirklich alles wieder, was sie damals machen wollte und was damals wirklich total gescheitert ist. Das kommt jetzt alles wieder auf unterschiedlichste Wege. Und ich denke mir immer so, oh wow, ach, das ist ja cool. Also ohne dass ich mich hinsetze und irgendwie sage, okay, das mache ich jetzt, sondern das ist wirklich wie wenn es auf mich zukommt. Und aktuell mache ich gerade ein Backbuch nach Anthony William. Und da merke ich, das ist so geführt. Also da habe ich manchmal wirklich so das Gefühl, da ist so einer, also ich bin nicht wie Anthony, aber irgendwie, der mir einfach all diese Inspirationen und die Ideen dazu gibt. Und das war für mich, anfangs war ja Backen für mich die größte Herausforderung. Da habe ich echt gedacht, so, oh Gott, das war noch kurz vor Weihnachten. Also das erste Weihnachten war jetzt nicht sonderlich kulinarisch. Und jetzt habe ich so viele Ideen und meine Kuchen, die waren so genial, dass die viel besser sind als alles, was ich vorher gegessen habe. Und deswegen bin ich so irgendwie so... Ich kriege gleich Hunger, Maria. Hör auf!
Wo kriegt man denn deine Rezepthefte? Die kriegt man auf meiner Webseite, also über meine Webseite kann man meine Rezeptbücher bestellen. Also das erste, wie gesagt, ist das Einführung nach Anthony William. Dann habe ich eins gemacht, Rezepte speziell zur 28-Tage-Kur, was ja echt auch eine Herausforderung ist. Also wirklich einfach roh, vegan und fettfrei. Mhm. Und jetzt kommt eben das Backbuch. Also das soll eigentlich im November fertig sein. So Und rechtzeitig zu Weihnachten. Das ist super. Ich werde deine Seite dann auch im Beschrieb reinnehmen, genau, dass man da dann direkt drauf kommen kann. genau. Ja, Maria, was würdest du sagen, wenn du zurückblickst und du könntest deinem alten Ich etwas mitgeben? Was wäre das? Wenn ich meinem alten Ich etwas mitgeben könnte, das ist wirklich einfach dieses, du hast wirklich nie was falsch gemacht. Also wirklich einfach diese ständigen Selbstzweifel oder dieses ständige, ich bin ja das Problem, ich habe ein Problem, ich habe eine Blockade. Diesem alten Ich einfach zu sagen, nein, du hast nie was falsch gemacht Ja. und vor allem, du bist nicht schuld dran. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Mhm. Weil das war natürlich für mich ein Riesenthema, so in diesen ganzen, auch in diesen ganzen Mindset-Programmen, die ich gemacht habe. Wirklich so dieses, ja, ich habe falsche Überzeugungen, ich habe finanzielle Blockaden, ich habe mir den Burnout kreiert, ich habe mir den totalen finanziellen, ich bin schuld, dass ich, wenn ich kein Geld habe. Also all diese Dinge. Das Halt einfach passt zu zu unserem sagen, Zeitgeist, ist aber überhaupt ganz weit weg von der Selbstfürsorge. Ja. total, total. Und heute würde jemand sagen, wenn, so wie Anthony William, glaube in Medical Food schreibt, da schreibt er das sogar, dass es nicht hilfreich ist, irgendwelche, wenn man finanzielle Probleme hat, irgendwelche Mindset-Dinge. Wobei, wie gesagt, ich will das jetzt nicht ganz ausschließen, das ist in einem gewissen Rahmen völlig richtig, sich über bestimmte Dinge bewusst zu werden. Aber Anthony Williams sagt, ist wilde Heidelbeeren. Ist viel effektiver, wenn du wirklich in Fülle leben willst, dann ist wilde Heidelbeeren. Mhm. Und das muss ich heute auch sagen, es ist halt wirklich einfach etwas, wo ich sage, wenn der Körper gestärkt ist, wenn das Nervensystem gestärkt ist, Genau. und dann kannst du natürlich auch, und das war ja super, also ich meine, das stimmt schon von diesen ganzen Mindset-Geschichten, dass du dich fokussierst, dass du dich ausrichtest und so weiter. Aber wenn du Brain Fog hast, wenn du Schwermetalle hast, ja, da kannst du dich gar nicht ausrichten, weil Nicht. du bist völlig, das Ja. geht gar nicht. Ja, wir brauchen zuerst diese Erdung und dass diese Erdung kommt von Lebensmitteln, die aus der Erde herauswachsen, das ist ja auch wieder so logisch. Also man liest auch beim Buch Medical Food und dann all diese Eigenschaften von Früchte und Gemüse und mir ging es oft so, wenn ich etwas gelesen habe, war so, ja stimmt. Stimmt, genau so fühlt sich das an, wenn ich das esse. Aber weil wir oft in diesem Unbewussten sind, wir essen unbewusst, wir konsumieren unbewusst, dann kommt das gar nicht so zum Tragen. Aber wenn wir uns das wirklich bewusst machen und unsere Körperintelligenz zuhört und dann diese Abläufe wir verstärkt wahrnehmen dürfen, wow, das ist Wahnsinn, wie man da gepusht wird und aufgebaut. Ja. Und das ist wirklich das, weil ich einfach sage, und das war für mich auch wirklich eine der Informationen überhaupt, dass dieser Epstein-Barr-Virus wirklich eigentlich so erschaffen wurde, um im 4. Stadium das Nervensystem anzugreifen. Und unser Nervensystem ist der Zugang zum Göttlichen. Das Nervensystem ist der Zugang wirklich zu dieser Intuition, zu dieser wirklich inneren Stimme. Und einfach zu wissen, wenn mein Nervensystem wieder gestärkt ist, dann habe ich wieder Zugang zu dieser göttlichen Quelle. Mhm. Und dieses Gefühl von völlig abgeschnitten sein, völlig auf dich gestellt sein, wenn sich das wieder auflöst. Ja. Und das ist so ein total anderes Leben, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ja. Und was auch wirklich für mich super toll ist, ist wirklich auch so diese, so viele tolle Menschen kennenlernen, die auf diesem Weg.
natürlich für mich manchmal auch erschreckend. Also wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich körperlich jetzt nie groß krank war. In diesen Gruppen natürlich wirklich auch mitkriegen, wie viele junge Menschen Mhm. so krank sind, so wie deine Geschichte auch, dass du gar nicht mehr aufstehen kannst. Mhm. Das ist für mich wirklich was, wo man denkt, wow, und das ist so ein Geschenk, dieses Wissen jetzt zu haben. Ja, ja. Und das stärkt uns einfach so. Und eben Mitgefühl. So wie Anthony sagt, das Heilendste ist Mitgefühl. Genau, Mitgefühl. Ja, und deswegen war das Gespräch, was wir vor ein paar Tagen hatten, so ein Friedensgespräch, weil das auch unser Schlusspunkt war, dass wir gesagt haben, in allem ist das Mitgefühl das Allerwichtigste und auch ja, zu sagen, wenn Menschen noch auf dem Weg sind und jetzt noch nicht alle Sachen umsetzen können, dass sie sich einfach mal angenommen fühlen und sagen, hey, alles kommt gut, geh die Schritte, die du gehen kannst. Vielleicht hast du da auch noch ein Wort für, ja, vielleicht auch wirklich eine alleinerziehende Mama, Ja, wo nicht viel Geld da ist und wo so ja. eine Ernährungsumstellung doch auch finanziell eine Belastung ist und zusätzlich ein Zeitmanagement, weil am Anfang, wenn man sich neue Routinen angewöhnen muss, ist das nicht ohne. Nein, es ist nicht ohne und dann kommt natürlich noch mit dazu, wie alt sind die Kinder, inwieweit machen sie mit, inwieweit, weil ich muss auch teilweise für meine doppelt kochen, weil meine Kinder schon viel machen, aber die machen es jetzt nicht komplett mit und das möchte ich auch nicht, weil die sind in einem Alter, die müssen das irgendwann selber entscheiden und ich will ihnen jetzt nicht irgendwas aufdrücken, wo sie dann irgendwann später sagen, oh Gott, will ich gar nicht. Ja, also sie sind Teenager, oder? Sie sind Teenager, genau. Und deshalb, die sind sehr offen dafür. Sie verstehen das auch alles, aber ich möchte, dass es, wenn die Dinge mit Freude, also meine Kuchen lieben sie alle. Also da muss ich sagen, da sind sie total begeistert. Bei dem anderen, also mit Obst und Gemüse, Obst essen sie auch viel. Aber sonst mit dass es halt bei mir überwiegend Gemüse oder Salat zum Essen gibt, sie wollen halt einfach doch mal ihre Spaghetti haben. Mhm. Und ja, ein ganz wichtiges Thema für mich selber auch. Und ich denke, dass vor allem wir im deutschsprachigen Raum sehr prädestiniert dafür sind, die Dinge immer 200% machen wollen. Und wir Ja. sehen immer das, was wir noch nicht schaffen. Wir sehen immer das, oh Gott, heute habe ich irgendein No-Food gegessen. Oh Gott, heute habe ich meine Nebennieren-Snacks nicht regelmäßig gemacht. Oder ich habe zu viel Fett gegessen. Oder ich habe Fett und Obst kombiniert oder all diese Dinge. Und meine Anregung ist einfach wirklich zu sehen, hey, weißt du was, ich habe es geschafft. Ich habe in der Früh meine Morgenroutine gemacht. Ich habe einen Selleriesaft getrunken. Ich habe es geschafft, bis Mittag fettfrei zu essen. Also wirklich einfach diesen Fokus auf das, was wir geschafft haben und nicht auf das, was wir alles scheinbar noch nicht geschafft haben. Und beim Thema, wenn es einfach finanziell knapp ist, sich wirklich keinen Stress deswegen zu machen. Ich habe auch nicht immer das Geld, um mir alle Nahrungsergänzungen zu kaufen. Das habe ich nicht immer. Manchmal es gibt so Phasen, okay, da geht es gut und manchmal ist es halt einfach nicht da und dann ist es auch in Ordnung. Dann Ja. gibt es halt einfach mal, oder es gibt nicht immer Bio aus dem Bioladen. Es gibt halt dann einfach mal entweder Bio vom Discounter oder wenn es gar nicht geht, dann gibt es halt mal konventionell. Wir haben immer noch die Möglichkeit, wir können mit dem Engel der Unschädlichkeit arbeiten. Und ganz, ganz wichtig, sich keinen Stress deswegen machen, Ähm, sondern wirklich dann einfach zu sagen, die Meditationen sind kostenlos. Die dauern ein paar Minuten, die sind kostenlos, sind super, super effektiv. Ich kann natürlich den Engel der Versorgung, also den bitte ich auch, also wirklich den Engel der Versorgung, dafür zu sorgen, dass auch alles, was ich esse, so reichhaltig ist, dass mein Körper einfach alles kriegt, was er braucht. mhm. Was ich machen kann, ist einfach, ich kann in die Natur gehen. Das ist so heilsam. Ja. Es ist so heilsam, Oh in ja. die Natur zu gehen. Das ist kostenlos. Und Das dann beruhigt eben zu auch sagen, das ganze Nervensystem und das, es ist fürs Nervensystem so wichtig und immer zu schauen, wirklich den Fokus auf das zu richten, was funktioniert. Also weg von diesem
oh Gott, das kann ich mir nicht leisten oder das kriege ich nicht hin oder das schaffe ich nicht. Ja, und das kommt ja auch immer durch dieses Vergleichen. Und ich glaube, da sind wir Frauen prädestiniert, dieses Vergleichen ins Depressive, bei den Männern oft dieses Battlen. Und da einfach wegzukommen, zu sagen, was ist meine Persönlichkeit? Was macht mir Spaß? Ist es das Backen? Ist es einfach, oh, ich bin froh, dass ich nur einen Salat machen muss, dass ich nichts Aufwendiges machen muss? Was ist es, was mir wirklich Spaß macht? Oder ist es wirklich diese Zeit nach der Arbeit in den Wald zu gehen oder irgendwo in die Natur? Und das einfach mal frönen, dieses einfach mal genießen und sagen, das mache ich nur für mich. Und dann irgendwann 2, 3, 4 Wochen später hat man dann vielleicht Kraft für eine neue Routine. Und dann wächst Routine um Routine. Genau. Und das ist halt wirklich, für mich ist das Nervensystem einfach so mein Thema, was mir wichtig ist und was ich einfach auch Menschen gern weitergeben will und wirklich auch all diese Dinge zu nutzen, die wirklich kostenlos sind. Anthony gibt sein Wissen kostenlos zur Verfügung. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben diese Facebook-Gruppen. Es gibt so viele wirklich kostenlose Angebote, die man nutzen kann. Mhm. Und ich persönlich, habe gesagt, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, glaube einfach, dass die Menschen auf diesem Heilungsweg, dass es nicht nur mein Weg ist, meine Berufung leben zu können, sondern dass vor allem auch diese vielen, vielen Frauen auf diesem Heilungsweg auch ihre Berufung finden können. So wie du auch. Du hast einfach genauso einfach deins gefunden in diesen tollen Videos, in diesen Heilungsgeschichten. Ja, was ja auch mein Beruf ist mal. Ja, genau. Und jetzt darf ich wieder Geschichten erzählen. Genau. Ja. Und das, glaube ich, es kann jeder Einzelne. Jeder Einzelne kann seine Berufung und auch den Mut finden, Ja, diese das Stärke. wirklich auch zu tun, wenn das Nervensystem gestärkt ist und wenn die ganze Familie und alle drumherum sagen, hey, du spinnst doch. Wirklich dieser inneren Stimme zu folgen und einfach dem zu vertrauen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach. Genau. Das ist so ein wundervolles Schlusswort, das ist so eine wundervolle Ermutigung. Und ja, ich möchte mich bedanken, dass ihr einfach dabei wart. Die Geschichte von der Maria, die ist so inspirierend und ja, wir möchten euch einfach ermutigen, dass wenn ihr gerade noch am Anfang vom Weg seid, dass ihr einfach die ersten Routinen, die euch Spaß machen, einfach umsetzt. Und wenn ihr schon länger dran seid, dass ihr wirklich in euren Traum kommen dürft, in dem, was schon in euch hineingelegt wurde. Und ja, wir wollen euch einfach ermutigen, dass es gut kommt. Und ja, das ist das Ende dieses Videos. Es kommen noch viel mehr, noch mehr Frauen, die ähnlich wie die Maria einfach wieder aufblühen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wenn ihr selber eine Geschichte habt, wie ihr euren Traum verwirklichen konntet, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare, dass einfach mehr davon erfahren können. Alles Liebe. Tschüss.